Das war ein Wochenende, was ich besucht habe in Österreich, was mir unglaublich viel gebracht hat, weil am Anfang des Seminars war es so, ich bin auf die Koppel und die haben irgendwie versucht, die Zäune zu durchbrechen, die 7 Vollblut-Araber, und 3 Tage später, dann am Sonntagabend, war das bei unfassbaren, ich glaube, minus 21 Grad und Schneefall, dann wieder Eisregen, es war windig, war wirklich unangenehm und ich hatte gefühlt nicht so die super Ausstrahlung, ehrlich gesagt. Aber die Pferde sind alle irgendwann zu mir gekommen und sind mir dann die ganze Zeit 2 Stunden lang im Dunkeln auf der Koppel hinterhergelaufen. Der FC Bayern Podcast. Mit Julian Nagelsmann. Der Cheftrainer ist zu Gast. Julian, servus. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Dankeschön. Gerne. Julian, wir haben so viele Themen auf dem Zettel, die wir heute mit dir besprechen wollen. Aber gleich zu Anfang muss ich ein bisschen in die Podcast-Historie einsteigen bei uns. Denn wie du sicher weißt, hatten wir deine beiden Co-Trainer zu Gast, Dino Topmöller und Xaver Zembrot. Und da kam es damals zu folgender brisanter Thematik. Da hören wir noch mal kurz rein. Hat er für euch schon mal gekocht? Also so Hackbraten oder sowas? Ne? Nein. Nee, hat er nicht, aber es wäre vielleicht mal keine schlechte Idee. Aber Meinst du, wenn du mit ihm eine Wette eingehst, er ist halt so ehrgeizig, dass er dann auch meistens dann auch gewinnt. Aber vielleicht könnte man das mal in Angriff nehmen. Xaver, spielen wir noch mal eine Runde Paddle gegen Julian und Benji. Das ist ja ein safes Ding für uns. Genau, da muss das ist jetzt hiermit auch eine offizielle nochmal Herausforderung für ihn. Dann geht er direkt in YouTube und schaut sich das nächste Hackbratenrezept an. Genau, richtig. Ja, Hackbraten für die ganze Mannschaft. Julian, jetzt bist du drin, ja. Jetzt bist du richtig drin, Julian. Naja, Problem ist, dass die im Paddle verlieren. Also wenn wir es so machen, dass der Gewinner kochen muss, dann wird es vielleicht einen geben. Aber ich glaube, dass ich nicht der Verlierer sein werde beim Benji, wenn wir gegen die beiden spielen. Ja, wir sind ja akribische Arbeiter und wir haben das ganze Thema natürlich sehr ernst genommen und bei Dino nochmal nachgehört. Und der hat Folgendes gesagt. Apropos, Julian, unser Paddle-Duell steht ja noch aus. Du mit Benji gegen Xaver und mich. Allerdings, glaube ich, muss ich den Xaver jetzt erstmal in ein kleines Trainingslager einweisen und dann steht die Partie. Ich hoffe, dass er bald wieder fit ist und dann weißt du ja genau, was passiert. Richtig, weiß ich genau, ja. Und was passiert? Ja, der Dino ist schon ein sehr guter Spieler. Xaver, der ist je nach körperlichen Zustand, ist jetzt nicht mehr in meinem Alter, sondern schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel und hat so die kleinen Zipperlein, seitdem er mein Co-Trainer ist, weil er schon viele sportliche Betätigung hat, und wenn er so ein bisschen was spürt körperlich, dann haben wir schon eine Chance, wenn wir viel über ihn spielen. Also Julian ist zuversichtlich. Ich glaube, wir halten es so fest, wenn es zu dieser Partie kommt, dann nimm uns gerne mit, das wollen wir begleiten, dass die Fans auch was davon haben. Sehr gerne. Und dann gibt es im Idealfall einen Hackbraten von Julian Nagelsmann oder auch nicht. Also du bist ja sehr überzeugt, dass du nicht machen musst. Nicht, ja, richtig. Sehr gut. Julian, wir haben super viele Themen. Vielleicht an der Stelle auch noch kurz der Hinweis, dass wir diesen Podcast auch als Video aufzeichnen. Für alle, die jetzt dieses Video schon sehen, wir sitzen in einem ganz speziellen Raum, das Auditorium hier im Profibereich. Ich würde jetzt mal aus meiner Sicht behaupten, so ein bisschen die Schalt- und Waltzentrale für taktische und technische Einheiten. Da kommt die ganze Mannschaft zusammen. Aber darüber sprechen wir später noch. Ich möchte mit dir jetzt erstmal nochmal so einen kleinen Rückblick wagen. Und da passt eine Frage ganz gut, die uns von einem Fan erreicht hat, nämlich der Luca. Und der wollte wissen, als der Anruf vom FC Bayern damals kam, was war das für ein Gefühl? Was hat das in dir ausgelöst? Ist man da sehr cool oder hüpft man da durch die Gegend vor lauter Euphorie? Ja, zu Beginn ist man erstmal natürlich euphorisch und freut sich, dass so ein Club in dem Format, in dem Weltformat an einen denkt. Aber gleich im nächsten Augenblick ist schon so, dass du natürlich überlegst, wie kannst du Dinge angehen, wenn du jetzt, wie ich, keine Klausel hast und schon noch längerfristigen Vertrag bei deinem Club, dann ist die Wahrscheinlichkeit erstmal relativ gering. Sprich, die Euphorie wird dann relativ schnell durch die Sachlichkeit des Vertrages und der Situation einfach gebremst. Und dann gehst du in dich, hast natürlich auch deine Familie und deinen Berater, mit dem du dann schnell auch irgendwie Rücksprache hältst, was so die nächsten Schritte sein können. Bei mir war der nächste Schritt eigentlich direkt am nächsten Tag mit Olli Münzlaff einen Termin zu machen und einfach ein Gespräch zu führen, dass da Interesse besteht und dass es unter Umständen sein kann, dass es konkreter wird. Es wurde dann konkreter. Die Gespräche haben stattgefunden und die liefen tatsächlich anders, als ich es erwartet hatte, ein bisschen offener. Ich habe gedacht, dass da relativ schnell der Riegel vorgeschoben wird. Sprich, die Euphorie war im Gespräch zu Beginn nicht ganz so groß, als ich dann den Raum wieder verlassen habe, schon ein bisschen größer. Aber natürlich sind es extrem spannende Zeiten, die du hast als Trainer, wenn Anrufe kommen von Clubs, für die du sehr gerne arbeiten würdest, dann die nächsten Schritte einzuleiten. Es ist anspruchsvoll, aber sehr, sehr schön. Gibt es da den Moment, in dem du vielleicht auch mal so im positiven Sinne die Kontrolle verlierst, wenn du dich ins Auto setzt danach und du sagst, aufs Lenkrad trommelst und sagst, ja, das war's jetzt? Oder? Also, ja, ich weiß noch, es war ganz witzig, ich war zu Hause in der Wohnung in Leipzig und dann, es war nach unserem Stuttgart-Spiel, Sonntag, also Leipzig gegen Stuttgart, Sonntagabend dann, und dann war ich immer im Telefonkontakt mit Olli Münzlaff und mit Hasan Salihamidzic.
Und dann irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, ich muss jetzt mal raus, ich muss spazieren gehen, bin im Park gegangen. Und eine Viertelstunde später kam dann die Bestätigung von beiden Seiten. Und dann habe ich schon mal so durch den Clara Zetkin Park geschrien. Und die Leute haben dann schon ein bisschen seltsam geguckt. Die kannten mich natürlich auch, die meisten da, die diesen Schrei gehört haben und haben dann vielleicht 1-2 Wochen später auch erfahren oder interpretieren können, warum ich vielleicht an dem Abend ausnahmsweise mal laut in einem öffentlichen Park geschrien habe. Völlig verständlich. Ich glaube, in der Situation kann das jeder nachempfinden. Ich kann mich an den Moment erinnern, wir durften damals dein erstes Bayern-Treffen auch begleiten. Ich sage es jetzt mal ein bisschen geheimnisvoll, in einer Wohnung irgendwo in München. Das Treffen mit Hasan Salihamidzic und mit Marco Neppe. Da standest du so vor dieser Wohnung, vor diesem Wohnkomplex, hast auf die beiden gewartet mit deinem Rucksack und du warst so tiefenentspannt. Das sah alles so locker aus und ich habe mich gefragt, wo nimmst du das her? Also, dass man in diesem Moment auch nicht aufgeregt ist. Wie geht es? Ja, auf der einen Seite liegt es immer natürlich auch an den Gesprächspartnern, die man hat. Ich kannte die beiden ja schon ein bisschen länger und auch Marco vor allem, mit dem habe ich schon seit mehreren Jahren Kontakt immer wieder mal. Da ging es jetzt gar nicht um Jobs oder um Spieler, sondern einfach einen allgemeinen Austausch, den wir immer wieder mal hatten, auch in meinen vorherigen Stationen. Sprich, es war jetzt kein komplettes Neuland, die beiden zu treffen oder mit den beiden zu sprechen. Das ist, glaube ich, schon ein entscheidender Punkt, wie dir auch der Gegenüber dann vors Gesicht tritt, wie er dir gegenübersteht, wie herzlich er dich vielleicht auch empfängt. Das ist schon ein erster Punkt, der dir ein bisschen Nervosität nimmt. Und dann im Umkehrschluss sind diese nervösen Momente, wenn das erste tatsächliche Treffen, wo es dann auch um eine Planung geht, da ging es ja schon um inhaltliche Planungen, um Transfers, um Vorbereitungsplanungen, da sind ja die ersten nervösen Punkte schon eigentlich vorbei, weil du dir schon Gedanken gemacht hast, natürlich auch schon ein Austausch telefonisch per E-Mail stattgefunden hat. Und da geht es schon darum, natürlich irgendwie so einen ersten Eindruck, der dann auch offiziell ist oder offizieller ist, gut zu meistern, überzeugt zu sein von dem, was du ihnen erzählen willst, natürlich auch eine gewisse Vorbereitung zu haben, eine Idee zu haben, mit denen du in so ein Gespräch gehst, was du erreichen willst in diesem Gespräch, wohin vielleicht auch der Weg dann gehen soll der nächsten Wochen. Und den Plan und die Idee hatte ich, die Vorbereitung hatte ich und wie gesagt, nette Gesprächspartner, die jetzt mich nicht dazu veranlasst haben, extrem nervös zu sein. Also das hat man gemerkt in der Situation. Es wirkte sehr homogen auf jeden Fall. Ich glaube, das war von Anfang an eine gute Basis, auf der man zusammenarbeiten kann, oder? Ja, das ist immer entscheidend, finde ich. Wenn du im sportlichen Bereich erfolgreich sein willst, da spielt das Mentale und die Atmosphäre, das Wohlfühlen immer eine entscheidende Rolle. Das kennt ja jeder Zuhörer ja auch wahrscheinlich aus seinem Berufsleben. Wenn du mit deinem Chef gut klarkommst oder zumindest einigermaßen gut klarkommst, du musst jetzt nicht immer beste Freunde sein, aber einigermaßen gut klarkommst oder ihn auch als Mensch gut akzeptieren, respektieren kannst und auch gewisse Dinge verstehst, die er entscheidet, dann wirst du immer eine bessere Performance abrufen können. Und deswegen ist eine Beziehungsebene auch dann für das Erreichen deiner Ziele oder der Ziele des Clubs schon sehr, sehr wichtig. Und wir haben eine gut funktionierende Beziehungsebene, von dem her sind wir guter Dinge, dass wir unsere Ziele auch erreichen können. Du hast in der Vergangenheit schon öfter mal angesprochen, dass dir dieses Thema erster Eindruck sehr, sehr wichtig ist, dass du daran auch viel arbeitest, dass du darüber viel nachdenkst. Dann kommt dieser erste Eindruck, dieser erste Moment, wo du das erste Mal vor der Mannschaft stehst, auch eine Ansprache halten musst. Und das planst du, glaube ich, relativ genau, oder? Ja, der Moment ist wichtig, das kennt ja jeder, wenn man jemanden das erste Mal trifft, dann ist viel der Meinung, die man dann über den Menschen hat, schon geschehen beim ersten Eindruck. Ich hatte immer tatsächlich, das kann ich offen sagen, immer das Problem in Anführungszeichen, dass Menschen, die mich das erste Mal gesehen haben, immer gesagt haben, der ist extrem arrogant oder hat ein arrogantes Auftreten und zu sehr von sich überzeugt, ohne dass sie mit mir gesprochen haben. Und aufgrund dieser Aussagen von Leuten, die ich natürlich nicht kannte, die mich das erste Mal gesehen haben, bin ich irgendwann mal zum Reinhard Mantler, heißt der Mann, ist ein Coach, der mit Pferden arbeitet und Führungskräfte quasi mit Pferden konfrontiert. Und Pferde sind ja keine Lebewesen, die bewerten. Also denen ist egal, ob du jetzt Bundesliga-Trainer bist oder einen anderen Beruf hast, der vielleicht nicht so im öffentlichen Fokus steht. Sondern Pferde reagieren auf deine Aura, reagieren auf dein Auftreten. Und wenn du auf eine Koppel kommst und alle Pferde laufen weg, dann bist du offensichtlich ein Tick zu dominant in deinem Auftreten. Und das war ein Wochenende, was ich besucht habe in Österreich, was mir unglaublich viel gebracht hat. Weil am Anfang des Seminars war es so, ich bin auf die Koppel und die haben irgendwie versucht, die Zäune zu durchbrechen. Die 7 Vollblut-Araber. Und 3 Tage später, dann am Sonntagabend, war das bei unfassbaren, ich glaube, minus 21 Grad und Schneefall, dann wieder Eisregen. Es war windig, war wirklich unangenehm. Und ich hatte gefühlt nicht so die super Ausstrahlung, ehrlich gesagt. Aber die Pferde sind alle irgendwann zu mir gekommen und sind mir dann die ganze Zeit 2 Stunden lang im Dunkeln auf der Koppel hinterhergelaufen, weil ich einfach schon durch verschiedene Gespräche da mit dem Reinhard Mantler, der ein herausragender Typ ist, gelernt habe, ein bisschen anders zu wirken. Und diese Wirkung versucht man natürlich dann auch in eine Kabine mitzunehmen. Und da sind natürlich, oder ist der Eindruck, den du gibst, wie du dastehst, wie du dich vielleicht körpersprachlich auch gibst,
wie du die Spiele auch anschaust, schon nochmal bedeutender wie die tatsächlichen Worte, die du dann wählst. Es ist schon auch ein Punkt, dass du wirst jetzt nichts erreichen, wenn du da nur drin stehst und dich einfach so ein paar Mal im Kreis drehst und hoffst, dass alle sagen, oh, der sieht aber nett aus. Sondern du musst schon auch ein bisschen inhaltliche Dinge vermitteln und natürlich auch versuchen, in sehr kurzen, prägnanten Worten den Spielern zu vermitteln, wo du hin willst in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, warum du hier bist und natürlich auch ihnen sofort ein gewisses Wärmegefühl zu geben, wo sie sich wohlfühlen können und eben performen können. Und das ist schon, die erste Ansprache in der Kabine ist eigentlich der Punkt, wo die für mich größte Nervosität liegt, weil es einfach schon ein sehr, sehr bedeutender Moment ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Übst du sowas vorm Spiegel? Nee, das mache ich nicht. Ich mache Notizen, die ich dann eigentlich nicht brauche, sondern grundsätzlich rede ich eigentlich in allen Situationen frei. Aber trotzdem ist es immer gut, dass ich mir so ein paar Notizen mache, weil es gibt ja immer mal den Moment, dass du dann irgendwie einen Spieler anschaust und der macht irgendeine komische Gestik, Mimik zurück, dann kommst du mal kurz raus und dann ist es für einen selber eigentlich ein unangenehmer Moment, wenn man da mal kurz gucken muss, was wollte ich jetzt eigentlich nochmal alles sagen. Ist aber eigentlich ganz natürlich und gibt ja auch eine gute Ruhe und eine gewisse Pause und immer wieder mal zu kontrollieren, dass du alle Informationen, die du auch willst, schon vermittelt hast oder noch vermitteln wirst, ist so ein Zettel ganz, ganz ratsam, einfach ein paar Stichpunkte zu haben, so mache ich das, aber ich gehe jetzt die Rede vor dem Spiegel oder auch sonst nicht durch, nee. Und was hattest du für ein Gefühl hier beim FC Bayern München? Hat die Rede gesessen, deine erste Ansprache? Ja, das war ja ein bisschen tricky, die Situation, weil wir am Anfang nicht den ganzen Kader hatten. Das ist natürlich schon ein bisschen anders, weil am Anfang waren es viele U19, U23 Spieler und nur ein paar Profis. Sprich, die Ansprache war eigentlich 2 oder 3 geteilt, kamen immer wieder Spieler zurück, die dann ausgeschieden sind beim Turnier und die dann wieder integriert wurden. Irgendwann, als der ganze Kader komplett war, haben wir hier oben im Auditorium die erste Ansprache gemacht. Das war schon ein besonderer Moment, weil natürlich dann Weltstars wie Levi, wie Manu, wie Thomas auf einmal vor dir sitzen, wo du natürlich erstmal dich fragst, wie reagieren die auf dich? Ja, du hast noch keinen Titel gewonnen, bist immer noch sehr, sehr junger Trainer, zwar erfahrener Trainer, schon mit vielen Jahren auf dem Buckel, aber altersmäßig noch ein junger Trainer. Wie reagieren die und wie reagieren die auch körpersprachlich auf das, was du sagst? Aber es war von Beginn an extrem herzlich und die Spieler haben mich super aufgenommen und waren sofort Feuer und Flamme, ganz Ohr, haben gelauscht, wollten wissen, was die Inhalte sind. Und das war, wie gesagt, gab irgendwie keine Anlaufschwierigkeiten wie im gesamten Club. Das war schon was sehr Außergewöhnliches, dass man sich unglaublich schnell sehr wohlfühlen konnte. Es klingt schon jetzt so, als wäre vieles so gelaufen, wie es auch geplant war. Also vieles sehr glatt und sehr gut gelaufen. Passt aber auch nochmal eine Zuschauerfrage von Robin. Der wollte nämlich wissen, was war die größte Herausforderung bisher beim FC Bayern? Gab es die auch in dieser Anfangszeit vielleicht? Ja, es gibt schon einige Herausforderungen. Wir haben natürlich viel Corona-Situationen gehabt, wo viele Spieler Corona erkrankt waren, wo wir natürlich wenig Spieler zur Verfügung hatten, mit denen zurechtkommen mussten, mit den wenigen. Das war oder ist schon herausfordernd. Genauso ist auch verschiedenste Themen, die wir um den Kader haben, dass wir immer versuchen, natürlich den Kader weiterzuentwickeln, zu verbessern. Wir haben natürlich auch finanzbedingt, Corona-bedingt ein paar Einbußen, die wir versuchen auszumerzen durch clevere, kreative Ideen. Es sind schon viele Herausforderungen. Ich glaube, es gibt entspanntere erste Jahre als Bayern-Trainer. Ganz entspannte wahrscheinlich nie, aber entspanntere. Aber sicher auch einiges für dich nochmal gelernt, oder? Du hast es vorher angesprochen, du bist auch noch nicht super, super lange im Geschäft, sondern tatsächlich noch ein sehr, sehr junger Trainer und hast natürlich schon die eine oder andere Erfahrung auch bei großen Vereinen gemacht, aber das ist beim FC Bayern wahrscheinlich dann schon nochmal eine andere Einflughöhe, oder? Ja, das größte Learning, finde ich, tatsächlich ist, dass man sehr viele Dinge genauso machen kann wie bei anderen Vereinen auch. Das ist, glaube ich, ganz interessant, dass man natürlich vorher sich viele Gedanken macht, was muss man jetzt vielleicht alles ändern und was sind besondere Maßnahmen, auch mit den Weltstars umzugehen. Aber am Ende sind die dann doch in der Qualität unterschiedlich zu den Spielern, die du vielleicht vorher hattest, aber in der Art und Weise, wie du mit ihnen umgehen musst, nicht. Die wollen genauso viele Gespräche haben, wollen auch genau dieselben Anzahl von Videositzungen, manchmal sogar mehr. Ja, wir haben auch viele Spieler, die sogar noch mehr wollen, als es in Leipzig der Fall war, wo du eigentlich so das Gefühl hast, eigentlich können die ja alles, aber die wollen trotzdem noch mehr wissen, wollen es detaillierter wissen, genauer wissen. Also das war eigentlich das größte Learning, bewusst nichts anderes zu machen. Natürlich, was schon bei Bayern anders ist, einfach die mediale Berichterstattung. Ja, neulich hat mich einer in der Stadt angesprochen und hat gesagt, ja, ich sehe sie öfter wie meine Frau, weil er die ganzen Push-Mitteilungen auf seinem Smartphone hat und ständig irgendwie meine Visage zu sehen ist mit irgendeiner Aussage. Ist natürlich schon so, dass die Tragweite jeglicher Aussagen und Trainingsinhalte und taktischen Dinge extrem sind, weil gefühlt jeden Tag 5, 6 Stories über Bayern rauskommen müssen, um die Gazetten zu füllen und das ist schon ein bisschen unterschiedlich wie in meinen Stationen davor. Aber wie gehst du damit um, wenn du das gerade auch konkret ansprichst, auch natürlich mit den Journalisten, diese erhöhte Aufmerksamkeit hier beim FC Bayern? Ist das was, das dich auch verändert hat als Mensch? Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube, du
musst gewisse Voraussetzungen haben, um mit Medien umgehen zu können. Das ist schwer zu lernen. Es gibt natürlich immer Phasen der Saison, da ist es sehr ruhig, da kann jeder eine gute Pressekonferenz geben oder auch ordentliche Interviews geben. Ich glaube, das ist dann nicht so schwer. Aber es gibt natürlich auch gerade die Situation nach dem Spiel, wo es etwas emotionaler wird, manchmal auch unruhiger wird. Da dann trotzdem den richtigen Ton zu treffen, ist nicht ganz einfach. Da musst du gewisse Talente dafür haben, glaube ich. Die kannst du nicht erlernen, sondern es ist dir in die Wiege gelegt oder nicht. Ob man jetzt gut vor einer Kamera sprechen kann oder nicht, das ist nicht jedermanns Sache. Im Grunde ist schon mein Anspruch, dass mich das nicht verändert. Weil wenn du irgendwann mal dadurch verändert wirst, dann nimmt das, glaube ich, zu viel Einfluss auch, dieses Business. Am Ende ist es in Anführungszeichen nur Fußball und die schönste Nebensache der Welt, ja. Aber es sollte es nicht dich als Mensch so beeinflussen, dass du dich total veränderst. Natürlich ist es so, wenn du eine Meinung hast zu einem gewissen Thema, dann kannst du die natürlich in einem erlesenen Kreis manchmal anders kundtun, als du das dann bei einer Pressekonferenz tun kannst. Aber im Grunde versuche ich trotzdem meiner Vorbildfunktion gerecht zu werden, indem ich eine Meinung habe zu nahezu allen Themen und die auch in der jeweilig angepassten Form auch versuche kundzutun. Wie ist es mit dem Thema Feedback? Viele Leute, die im Rampenlicht stehen, behaupten ja immer von sich, dass sie nicht viel über sich selbst lesen. Also vielleicht auch nicht die Zeitungen aufschlagen und genau diese 5 Artikel, die du angesprochen hast, tagtäglich lesen und sich daraus eine Meinung bilden. Wie bist du da gestrickt? Ja, ich glaube, ich will jetzt niemand verurteilen, dass er lügt, aber ich glaube, dass man immer wieder mal guckt, was über einen geschrieben wird und was so das Meinungsbild ist. Das ist natürlich in der heutigen Zeit deutlich schwieriger, das dann immer so richtig zu reflektieren, weil einfach es gibt unzählige Foren und Social-Media-Kanäle und jeder hat gefühlt einen eigenen Blog, wo er über dich schreiben kann und über Dinge über dich urteilen kann. Deswegen ist es nicht so ganz leicht, das immer alles zu überblicken, aber es gehört natürlich auch dazu, zu einer Professionalität, so ein gewisses Meinungsbild der Medienwelt auch zu bekommen vor einer Pressekonferenz oder vor einem wichtigen Spiel. Einfach auch zu wissen, wie weht die Fahne gerade im Wind. Ist es eher ruhig oder eher sehr unruhig? Ohne dass ich jetzt jedes Detail lese, das mache ich nicht. Und ich lese jetzt auch nicht jeden Kommentar bei Instagram oder irgendwas. Das ist mir dann doch zu viel. Aber ich habe natürlich auch einen Medienberater, ich habe einen Berater allgemein, die natürlich auch Dinge mitteilen, was so geschrieben wird, was erzählt wird. Aber du kriegst das ja relativ schnell mit. Also es ist jetzt heute nicht so ganz kompliziert, gewisse Dinge auch rauszufinden und gibt auch bei einer oder anderen Suchmaschine eine ganz gute Funktion, dass du automatisch informiert wirst, wenn dein Name irgendwo im Internet erscheint und dann kriegst du relativ schnell einen ganz guten Überblick. Und da wird bei dir wahrscheinlich relativ viel reinbekommen, wenn immer dein Name irgendwo erwähnt wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Menge da relativ intensiv ist. Julian, wir wollen ein bisschen auf deine tägliche Arbeit schauen. Und zu diesem Thema hat uns auch nochmal Dino Toppmöller eine Nachricht geschickt, in die wollen wir jetzt nochmal reinhören. Julian ist ein Mensch, der nur so vor Energie strotzt und das jeden Tag. Das ist unglaublich, aber wahr. Und das kann man ja auch das ein oder andere Mal auch am Spielfeldrand sehen, wenn er sich da austobt während dem Spiel. Ansonsten abseits des Feldes ist es aber irgendwo ein Stück weit ähnlich. Er ist immer für sportliche Aktivitäten zu haben und ist dann das Zugpferd und nimmt uns dann mit, egal ob das mal Skifahren ist, ob wir eine Fahrradtour machen oder ob wir dann am Training mal Paddle, Tennis spielen oder noch auf dem Platz bleiben und Fußball spielen. Ansonsten eine sehr liebenswerte, sehr herzliche Person, mit der man gerne zusammenarbeitet und den man auch gerne in dem Falle dann als Chef auch hat. Dafür schon mal ein Dankeschön. Ja, und ansonsten als Fachmann, glaube ich, ist er über jeden Zweifel erhaben, dass er da Top-Qualität hat, so wie ich es in der Form tatsächlich noch nicht gesehen habe. Und was da noch hinzukommt, neben dieser Qualität, die er hat, neben dem ganzen Wissen, ist er nach wie vor trotzdem sehr, sehr fleißig. Und ich glaube, das ist eine Tugend, die ihn tatsächlich im Fußball weit bringen wird. Und ich hoffe, dass dass wir zusammen natürlich noch einige Erfolge feiern werden. Und dafür wünsche ich dir alles Gute. Wow, da steckt viel drin. Ja, sehr viel, sehr nett. Was macht das, wenn man solche Worte hört von dem Weggefährten? Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass es Menschen sagen, die einem sehr nahe stehen natürlich, also beruflich bedingt, zeitlich bedingt, aber auch auf persönlicher Ebene. Ich mag Dino unglaublich gerne. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ausgleich zu mir, der ein ruhigerer Typ ist und jetzt nicht immer im Rampenlicht stehen muss, sondern eben auch sehr gerne seine sehr gute Arbeit im Hintergrund macht. Und wenn die Leute über einen urteilen, ist es schon für einen natürlich mehr wert, wie wenn es irgendeiner macht, der als Experte gilt, aber halt mit mir noch nie ein persönliches Wort gesprochen hat. Dann freut man sich auch drüber, wenn es was Positives ist. Aber das sollte man sich dann vielleicht nicht immer so extrem auf die Festplatte speichern. Aber wenn es Menschen sagen, die einen jeden Tag sehen und jeden Tag mehrere Stunden auch begleiten und mit denen man intensiv zusammenarbeitet, dann ist es natürlich schön und freut mich.
Du sagst jeden Tag sehen, aber das ist ja hier, glaube ich, jetzt in deinem Trainerteam schon nochmal eine besondere Konstellation. Man kann sich die örtliche Situation hier so ein bisschen vorstellen. Es gibt dieses große Trainerbüro, wo deine Co-Trainer sitzen. Dann geht es den Gang weiter und dort ist dann dein Cheftrainerbüro. Das heißt, ihr seid auch örtlich natürlich eng verbunden, habt natürlich auch einen intensiven Austausch, arbeitstechnisch, aber zum anderen eben auch privat. Das heißt, ihr unternehmt auch privat sehr viel. Ob das jetzt Benji Glück ist, ob das Xaver, Dino, Max Pelker natürlich auch der Psychologe ist. Also da ist schon eine sehr intensive Verbindung, oder? Ja, das ist, wie ich eingangs auch bei Bratzo gesagt habe, immer für mich ein Schlüssel, dass du dich einfach auch privat verstehst. Wir haben immer wieder mal in Leipzig, auch jetzt neulich, waren wir Nachtskifahren in Söll und haben uns einfach ein paar 1,5 Stunden schöne Abfahrten gegönnt am Abend. Oder wie Dino gesagt hat, mal Fußball, mal Paddle, mal eine Mountainbike-Tour. Weil man aber auch in diesem privaten Umfeld dann immer wieder auch mal gute Ideen entwickelt. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass man ständig dann über Fußball spricht, aber trotzdem gibt es auch in so einer lockeren Atmosphäre, wenn man im Lift sitzt, fällt einem manchmal was ein oder man ist ein bisschen losgelöst von der täglichen Arbeit und hat trotzdem ganz gute Ideen, aber man feilt natürlich auch einfach an der Beziehung und es ist ganz wichtig, dass man auch durch so private Aktivitäten einfach Vertrauen schürt, dass man immer wieder merkt, wie gut man sich versteht, weil das einfach einem für die tägliche Arbeit extrem hilft und man hat dann einfach nie Bedenken, wenn man einen Co-Trainer Dinge machen lässt, Gespräche führen lässt, weil man natürlich gerade bei so privaten Freizeitaktivitäten merkt, wie gleich man oder wie ähnlich man tickt und dann weiß man auch, wenn Dino oder Xaver oder Benji oder Max, wer auch immer mit den Spielern Gespräche führt, dass da am Ende des Tages das Ähnliche rauskommt, was ich auch sagen würde und deswegen finde ich diese Beziehungsebene auch im Bereich des Trainerteams unglaublich wichtig und eine Basis, um erfolgreich arbeiten zu können und wenn die funktioniert, dann machst du automatisch auch was privat zusammen. Kann ich mir vorstellen. Und man hat zumindest den Eindruck, dass es bei euch sehr, sehr gut klappt. Julian, lass uns mal auf so einen Tagesplan schauen bei dir. Ich glaube, ich habe dich hier an der Säbener Straße öfter mal ankommen sehen, so zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr grob mit allen Verkehrsmitteln, die man sich nur vorstellen kann. Ob das jetzt Longboard ist, du bist mir mal entgegengejoggt, bist mal mit der Harley gekommen, natürlich mit dem Auto. Also da ist, glaube ich, alles möglich. Wie sieht so ein regulärer Tagesablauf bei Julian Nagelsmann aus? Ja, im Normalfall stehe ich so um 6.30 Uhr auf mit meinen Kids. Dann mache ich meistens die Brotzeit für meinen Sohn, der dann in die Schule muss oder darf. Der freut sich, dass der 1. Klasse, der freut sich noch richtig, dass er in die Schule darf. Da hat man noch Lust. Genau. Und dann fahre ich in die Arbeit. Dann ist erstmal Frühstück, meist mit sehr vielen vom Staff. Die Spieler kommen einen Tick später, aber vom Staff, wo man dann schon mal erste Gespräche hat oder einfach auch mal Blödsinn erzählt, was so am Abend oder am Tag vorher passiert ist. Und dann geht's in die tatsächliche Trainingsbesprechung, wo ich den Co-Trainern, Torwarttrainer, Athletiktrainer genau vorstelle, welche Übungen wir heute machen und wie die aussehen und was so der Schwerpunkt der einzelnen Übung ist. Dann machen die Co-Trainer im Prinzip die Mannschaftseinteilung der Übungen. Ich sage dann nur nochmal, wenn ich irgendeinen Spieler auf einer speziellen Position sehen will, wo er normal nicht spielt, dann äußere ich diesen Wunsch, dass sie ihn da einteilen, aber sonst machen diese Einteilung immer die Co-Trainer. Dann gehen wir raus auf den Platz, haben um 11 Training, wird vorher gemeinschaftlich aufgebaut, dass einfach diese ganze Organisation und die Organisationsform des Trainings schon mal steht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Trainingseinheiten einfach reibungslos ablaufen, dass die Organisationsformen stehen, dass alles aufgebaut ist, dass man weiß, wie, wann, wohin man wechselt mit den Spielern. Und dann ist Training und dann geht es meistens darum, Szenen aus dem Training zu schneiden, die man den Spielern zeigen kann, Gespräche zu führen und dann, wenn die Spieler irgendwann das Trainingsgelände verlassen und du die Gespräche geführt hast, die dann an dem Tag anstehen, dann geht es für mich meistens entweder darum, die alten Spiele nochmal zu schneiden, wo ich einfach immer nochmal Eindrücke sammle für zukünftige Videoanalysen, wo ich Dinge zusammenfasse. Und dann, wenn es mehr Richtung Matchplansitzung geht, schaue ich auch einfach den Gegner an. 4 Spiele, jetzt nicht immer komplett, aber meistens so die erste Halbzeit und bis zur 55., 60. Minute, bis die ersten Wechsel alle stattfinden, dann nicht mehr so viel. Aber einfach schon mal einen Eindruck zu haben, bevor die Analysten mir das dann zeigen, und schaue sehr viel der Spiele. Und dann ist schon so, dass ich immer wieder versuche, natürlich auch selber Sport zu machen, bevor ich dann nach Hause fahre und dann nochmal Stunde, 1,5 Stunden mit den Kids spiele und die dann ins Bett bringe meistens. Dann klingt der Tag so aus, dann bin ich auch platt und schaue gerne noch ein bisschen Fernsehen abends und dann gehe ich leider oft zu spät ins Bett, aber ich finde den Weg zumindest immer noch. Das kann man an der Stelle auch nochmal sagen, ist ganz interessant, wenn man mal die Möglichkeit hat, hier an der Säbener Straße gibt es ja einen kleinen Rundweg, der führt außen rum und nach der Trainingseinheit, ich würde jetzt mal so 15, 16 Uhr sagen, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man dich mit deinen Trainerkollegen auch mal auf dem Paddle-Tennis-Court sieht oder beim Fußballtennis oder eben noch nach einer Trainingseinheit auch mal draußen. Da gibt es dann auch schon mal den einen oder anderen Schrei, entweder aus Verzweiflung oder eben aus einer Erfolgssituation heraus. Und das ist in sehr vielen Fällen Julian Nagelsmann, der auch sehr ehrgeizig ist. Das hat übrigens auch Benji Glück nochmal betont, dass du alles gewinnen willst. Auch wenn es nur eine kleine Partie Darts ist. Mit dem habe ich nochmal gesprochen vor unserem Podcast. Und er hat gesagt,
Er ist so unfassbar ehrgeizig, aber er ist halt auch gut in dem, was er macht. Ja, ich glaube, Ehrgeiz gehört dazu. Ich habe immer schon Diskussionen gehabt mit meiner Frau, die immer gesagt hat, ja, du musst auch verlieren können. Da habe ich immer gesagt, nee, das ist mir ganz wichtig, das auch meinen Kindern nicht beizubringen, dass sie verlieren können, sondern dass man eine Niederlage auch mal akzeptiert. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Verlieren können, wenn du verlieren kannst, brauchst du nicht spielen. Also ich spiele grundsätzlich jedes Spiel, um es zu gewinnen. Aber es gibt, glaube ich, kein Spiel auf dieser Welt, wo es keinen Sieger gibt oder keinen Sieger geben soll. Ja, es gibt dann manchmal im Fußball einen Unentschieden, ist schon klar, aber es soll grundsätzlich immer einen Sieger geben. Und wenn du verlieren kannst, dann ist schon der erste Schritt, dass du nicht mehr so ein richtiger Gewinnertyp bist. Und wenn du ein Gewinnertyp sein willst, dann sind Niederlagen dazu da, sie auch mal zu akzeptieren und daraus zu lernen. Aber du musst es nicht können, und ich kann es absolut nicht, weil ich schon einfach ehrgeizig bin. Das stimmt, ich will alles gewinnen. Und wenn ich irgendein Spiel mache, egal was ist, dann habe ich schon auch den Anspruch, als Sieger den Platz oder was auch immer zu verlassen. Das ist ja sehr interessant. Thema Zweikampf habe ich von Benji Glück auch noch was gehört. Vielleicht erinnerst du dich noch, vielleicht ein bisschen unkonventioneller Zweikampf auf einer Piste. Hat er mir eine kleine Anekdote erzählt. Das stimmt, ja. Beim Skifahren. Die würde ich dir nochmal offerieren. Was ist da denn passiert? Ja, das war also unglücklich und peinlich zugleich. Wir waren in Oberstdorf Skifahren. Ich habe ganz neue Ski gehabt und habe die das erste Mal getestet. Und wir sind die Ersten am Lift gewesen und haben so eine kleine Bonusfahrt gekriegt und konnten früher hoch. Sprich, es war niemand auf der Piste, das muss man dazu sagen. Das verstärkt die Peinlichkeit der Situation noch ein bisschen. Und dann sind wir gemeinschaftlich runter, er am Snowboard, ich mit den Ski. Und dann ist er irgendwann auf der Piste stehen geblieben, hat gesagt, da vorne ist so ein kleiner Kicker, da können wir drüber springen. Und dann habe ich gesagt, ja, er soll vorfahren. Dann ist er vorgefahren und ich bin hinterher im Schuss und habe so ein paar Schwünge noch gemacht. Und ich habe das in so Racecar, die richtig schnell wurden. Und habe richtig Speed gehabt und auf einmal bleibt der 2 Meter vor dem Kicker einfach stehen und schaut mich so an und wollte irgendwas sagen, ich weiß nicht was. Und ich bin halt mit Vollspeed gekommen und habe gerade noch so meine Hüfte weggedreht, dass ich ihn nicht komplett abräume, bin dann über sein Snowboard drüber und mit der linken Schulter ihm leider genau ins Gesicht. Und ich hatte eine schwarze Jacke an und die hatte dann die magentafarbenen Abdruck der neuen, zu Weihnachten von seinem Bruder bekommenen Skibrille drauf. Und die Brille war dann abgefärbt. Ja, das hat er erzählt, ja. Und der saß dann auf der Piste. Ich war natürlich dann 20 Meter weiter unten, drehe mich um und er sitzt auf der Piste und hält sich so das Gesicht und macht die Hände weg. Und dann war die Piste im Umkreis von 1,35 Meter komplett rot, voller Blut. Dann haben wir gedacht, ob das Pistenvergnügen nach handgestoppten 45 Sekunden schon beendet ist. Aber er hat draufgebissen und wir haben es dann schon noch bis 15:30 ausgehalten. Sehr gut. Julian, deine tagtägliche Arbeit ist natürlich auch eine Sache, die viele Fans extrem interessiert. Der Nesto fragt, wie schaffst du es, dich als Coach ständig weiterzuentwickeln und somit auch die Spieler vor neue Herausforderungen zu stellen? Das ist ja auch ein sehr interessanter Faktor. Ja, das ist natürlich nicht so leicht, weil du nicht so viel Austausch bekommst. Es ist nicht so leicht, die Leute zu finden, die dir wirklich inhaltlich was bringen, aber auch sich nicht nur was rausziehen wollen. Ich finde es immer total interessant. Ich hatte gestern erst einen Austausch einfach mit CEOs aus der freien Wirtschaft. Das ist so der spannendste Faktor oder Trainern aus anderen Profisportarten. Ich habe mich in Mannheim damals viel mit dem Adler Mannheim Trainer ausgetauscht. Ich habe immer wieder einen Austausch mit Leon Dreiseitel, mit verschiedenen Sportlern, mit Mo Fürste zum Beispiel, aber vor allem auch mit CEOs aus der Wirtschaft, die natürlich eine viel größere gesellschaftliche Verantwortung haben mit ihren Unternehmungen, als ich sie habe, die auch deutlich mehr Leute führen müssen, vielleicht in einem bisschen anderen Rahmen, aber andere deutlich mehr Leute führen müssen, als ich es tun muss. Und da einen Austausch zu haben, das hilft mir schon in der Weiterentwicklung. Und am Ende ist dann schon immer das interessante Learning, dass eigentlich beide Berufszweige dann sehr ähnlich sind, dass die Gespräche sehr ähnlich sind, dass auch in so einem normalen Wirtschaftsunternehmen die Führung wichtiger ist als die tatsächlichen innerlichen Dinge, die ein CEO vielleicht den Leuten an die Hand gibt. Und von dem her ist es dann oft viel bestätigen, dass man die Dinge weitermachen muss, aber vielleicht noch verstärken, die Beziehungsebene noch mehr zu verstärken, als sie vielleicht aktuell der Fall ist. Immer noch mehr Gespräche führen, das kommt dann oft dabei raus. Und natürlich versucht man trotzdem auch die eigenen Situationen, eigenen Einheiten zu analysieren, die eigenen Spiele zu analysieren und da nochmal, vielleicht auch neue Prinzipien rauszuziehen, die oft vorkommen, die man noch nicht in seinem Katalog mit drin hat oder vielleicht auch Prinzipien, die man im Katalog hat, zu verwerfen, weil man die im Spiel gar nicht mehr so häufig sieht, wie es vielleicht schon mal der Fall war. Also da auch immer wieder den eigenen Inhalt zu überprüfen. Das ist der kleinere Teil der Weiterentwicklung, weil es natürlich schon über die letzten Jahre immer passiert ist. Und wenn ich jetzt noch immer 7 Prinzipien pro Jahr rausschmeißen müsste, dann hätte ich in den letzten Jahren ein bisschen was falsch gemacht. Also sprich, da ist die Fehlertoleranz, die ich da habe, nicht mehr ganz so groß. Da will ich schon, dass es einigermaßen so stabil bleibt, wie wir es aktuell haben. Aber es geht immer viel um Austausch mit anderen Führungskräften aus der Wirtschaft. Was ist da deine Leadership-Philosophie, wenn man so will? Ja, einer der Leitsätze ist, lass sie atmen mit deiner Luft.
Also mit meiner Luft, lass sie ab mit meiner Luft. Ja, wenn ich jetzt zu dir sage, lass sie ab mit deiner Luft, lass sie ab mit meiner Luft. Sie müssen immer das nötige Gefühl von Freiheit haben, dass sie eigene Entscheidungen treffen können, dürfen, dass sie natürlich der bedeutendere Teil eines Sieges sind als der Trainer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie müssen immer das Gefühl haben, es sind eigenständige Menschen, die Entscheidungen treffen, also die den Spielern nötige Freiräume geben, aber trotzdem so viel Inhalt an die Hand geben, dass sie immer eine richtige Lösung haben und am Ende deinen Weg gehen, den du mit ihnen gehen willst. Das ist ja auch ein großes Thema, diese Spieler-Trainer-Beziehung. Und da passt vielleicht auch der aktuelle Ort ganz gut, wo wir uns befinden, das Auditorium. Wir haben schon angesprochen, für all diejenigen, die uns nicht zuschauen, sondern zuhören. Das kann man sich vorstellen wie so ein Kinosaal, würde ich jetzt mal sagen. Also so Stuhlreihen hintereinander aufgereiht und vorne auch eine große Leinwand. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter Raum, denn hier finden, das habe ich eingangs einmal erwähnt, die Taktikbesprechungen statt. Hier kommt die Mannschaft zusammen und dann geht es ans Eingemachte, oder? Ja, das ist der Raum, wo wir uns häufiger treffen zur Nachbesprechung, aber hauptsächlich zur Gegnervorbereitung, wo ich an einem Touchpad einzeichnen kann, was die Spieler an der Leinwand auch sehen, wo wir den Gegner vorstellen, wo wir unsere eigene Idee vorstellen, auch mit Taktiktafeln, die man hinter mir sieht, die wir dann nochmal auch verwenden, um einfach die Jungs auch vorzubereiten auf das, was im Training passiert und dann auch vorzubereiten natürlich auf das, was im Spiel passiert oder passieren soll, was passiert beim Gegner und was bei uns passieren soll. Ja, hat jeder einen guten Blick hier. Noch dazu ist auch so ein sehr schöner Raum, weil du durch diesen Glasrundbogen einen unglaublich schönen Blick aufs Trainingsgelände hast und so den FC Bayern-Flair aus diesem Raum hier sehr gut aufsaugen kannst. Sprich, du hast auch, wenn du den Raum wieder verlässt, einen sofortigen Blick auf den Trainingsplatz und auch so ein bisschen eine bildliche Verbindung zwischen dem, was du besprichst und dem, was du dann draußen sehen willst. Das haben wir jetzt natürlich auch viel mitbekommen. In der Außendarstellung wurde viel darüber gesprochen, über die Strategie, über die Taktik. Das alles wird hier besprochen. Aus deiner Sicht, ich glaube, du hast es letztens auch mal gesagt, du wurdest schon über 1700 Mal gefragt und immer wieder darauf angesprochen. Ich muss jetzt leider noch mal einen draufsetzen. Warum entscheidest du dich für diese doch sehr offensive Taktik? Ja, das ist immer, die erste Entscheidungsgrundlage ist immer, was hast du für Spieler aktuell zur Verfügung? Das ist der alles entscheidende Punkt. Du richtest bei der Kategorie von Spielern, die wir haben, immer deine Idee erstmal an den eigenen Spielern aus. Das ist der wichtigste Faktor. Und wir nehmen jetzt mal Fonsi, der natürlich in den letzten 2 Jahren immer Linksverteidiger gespielt hat, der einfach seit einiger Zeit nicht zur Verfügung stand, der natürlich nicht nur in der Defensive uns in gewissen Momenten immer hilft durch sein Tempo, sondern auch gerade offensiv mit vielen Durchbrüchen, mit vielen Flanken, mit vielen entlastenden Läufen auch für die Flügelstürmer sorgen kann, warum wir deutlich seltener Viererkette gespielt haben, zuletzt als Dreierkette. Und dann ist es so, dass wir einfach auch aus den Analysen der letzten 1,5 Jahre, letzte Saison war es einfach so, dass Bayern gemeinschaftlich mit Schalke 04 die meisten Konteraktionen gekriegt hat. Und diese Konteranfälligkeit wollten wir aber ein bisschen wegnehmen. Das ist zwar gefühlt natürlich eine offensive Aufstellung. Andersrum, wenn du aus einer Viererkette spielst, bildest du häufig eine Dreierkette, um in der Restverteidigung gut zu sein. Und wenn du schon mit einer Dreierkette startest, musst du die nicht bilden, sondern du stehst einfach schon in dieser Position. Und dann ist es natürlich so, dass wir häufig gegen tiefstehende Gegner spielen, die sehr viel Personal dafür aufbringen, zu verteidigen und nach Ballgewinn dann mit viel Personal auch versuchen umzuschalten oder schnell umzuschalten. Und da ist das Restverteidigungsthema einfach ein sehr, sehr wichtiges. Und deswegen mussten wir da ein bisschen was anpassen, was aber immer unter dem Deckmantel der verfügbaren Spieler steht. Und da sind wir aktuell einfach so aufgestellt, dass wir mit dieser Dreierkette jeden Spieler, der aktuell zur Verfügung steht, mit der besten Form in seine beste Position bringen. Was kriegst du da für ein Feedback von den Spielern, um die es da geht? Da werden ja natürlich auch häufig die Offensiven angesprochen, die bekannten Namen, Serge Gnabry, Leroy Sané etc. Ja, grundsätzlich fühlen die sich alle wohl. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich eigentlich die ganzen taktischen Dinge auch immer mit Rücksprache den Spielern treffe. Da wird mit denen gesprochen und ich sage ihnen meine Idee und die dürfen ihre äußern. Und am Ende ist es ganz wichtig als Trainer in gewissen Momenten auch mal zurückzustecken. Und du bist nicht der wichtigste Mann, der da draußen rumspringt, sondern am Ende ist Bundesliga ein Players Game oder Champions League ein Players Game und die Spieler müssen sich gut fühlen mit der Idee und müssen die Idee umsetzen können. Nicht du als Trainer musst dann draußen sitzen und sagen, ja, das ist eine geile Idee, aber die Spieler können sich umsetzen. Das hat wenig Sinn. Und die Spieler haben klar kommuniziert, dass sie sich in dieser taktischen Ordnung sehr, sehr wohl fühlen, aktuell wohler fühlen als in der anderen, weil sie eben auch sagen, uns fehlen einfach aktuell ein paar Komponenten, die die andere Ordnung auch gefährlich macht. Aber ist das dann nicht wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass wirklich auch das Feedback der Spieler genau auf das einzahlt, was du dir auch vorstellst? Das heißt, diese Philosophie trifft sich irgendwo. Ja, natürlich, wenn du ihnen immer wieder vermittelst, das und das ist eine gute Ordnung und das, die Abläufe sind gut, so wollen wir sie haben aus der Dreierkette oder mit 2 Sechsern vor der Dreierkette, wie auch immer, mal mit einer Sechs, mal mit 2,
kannst du natürlich schon viel auch ihre Meinung irgendwo hin pushen. Ja, und dann ist es so, wenn du dann erfolgreich bist oder die Spiele gut laufen, dann haben sie die Meinung, dass es gut ist. Wenn irgendwann mal ein Spiel nicht gut läuft, dann geht es auch ganz schnell in die andere Richtung, dass sie sagen, ja, sie wollen wieder eine andere Ordnung spielen. Das ist auch normal. Du darfst da auch nicht alles auf die Goldwaage legen, sondern es geht immer darum, so ein Stimmungsbild über einen längeren Zeitraum natürlich zu erfassen und dann auch im Umkehrschluss ihnen aufzuzeigen, wenn wir mal ein Tor kriegen, dass das nicht zwingend an der Dreierkette liegt oder auch nicht zwingend an der Viererkette. Es geht darum, wie du die Dinge umsetzt. Und das gilt von 3 auf Viererkette natürlich andersrum genauso. Und am Ende geht es darum, die inhaltlichen Dinge besser umzusetzen als der Gegner und nicht die immer perfekte Ordnung zu haben. Natürlich haben wir immer Dinge, die wir besser machen können, besser machen müssen. Und gibt sicherlich auch Abläufe, die teilweise aus der gewohnten Ordnung vielleicht ein Tick leichter sind, weil es einfach über 2, 3, 4, 5 Jahre der einzelne Spieler schon gespielt hat und die Dreierkette noch nicht so häufig gespielt wurde wie die Viererkette, ist auch ganz normal. Aber wir haben einfach auch einen veränderten Kader gegenüber den letzten Jahren. Auch das darf man nicht vergessen. Wir haben einfach 7 Spieler abgegeben in den letzten 2 Jahren, die Champions League gewonnen haben. Die sind einfach alle nicht mehr da. Ja, und spielen auch in der Innenverteidigung Spieler, die haben die letzten Jahre wenig gespielt. Die sind jetzt absolutes Stammpersonal und die müssen sich auch finden. Und da gibt es immer Abläufe, die sind sehr gut. Wir haben eine unglaublich gute Hinrunde gespielt. In der Rückrunde sind wir so ein bisschen, nicht immer extrem dominant oder nicht immer so souverän, wie wir uns das vorstellen. Gab aber auch in der Rückrunde schon herausragend gute Spiele oder herausragend gute Phasen. Das ist immer das, dass wir bei Leverkusen die erste halbe Stunde spielen wir einfach herausragend gut und auf einmal sind wir dann für eine Viertelstunde völlig aus dem Spiel. Das uns dann so ein bisschen den Sieg kostet eigentlich diese Phase. Und da hat auch die Ordnung jetzt keine große Rolle gespielt, weder in den 30 Minuten, wo es perfekt lief, wie auch in den 15 Minuten, wo es nicht perfekt lief. Schauen wir noch mal ein bisschen auf die aktuelle Saisonphase, Champions League Viertelfinale. Man spricht ja oft auch von der heißen Phase. Auch in der Liga natürlich. Wie wertest du die aktuelle Situation beim FC Bayern? Ja, ich glaube mit der nötigen Spannung. Das ist schon was die Spieler auch mögen. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie freiwillig unentschieden spielen oder verlieren, um Dortmund näher rankommen zu lassen. Aber trotzdem, glaube ich, tut es der Mannschaft gut. Das hat man gegen Salzburg gesehen. Das war auch ein Spiel, wo wir liefern mussten. Haben wir kritische 2 Minuten überstehen müssen zu Beginn und dann haben wir geliefert. Der Gegner hat natürlich immer ein Highlight-Spiel oder überwiegend ein Highlight-Spiel gegen Bayern München und schmeißt da nochmal mehr rein, als es in den meisten anderen Spielen der Fall ist. Wenn du dann eben nicht immer bei 100% bist, dann machen wir vielleicht nur bei 98 und dann, wenn man jetzt Bochum nimmt, dann noch 2 Sonntagsschüsse dazukommen, dann entstehen auf einmal Ergebnisse, die völlig skurril sind, wo man vorher nie damit rechnet. Ja, und von dem her ist so eine gewisse Grundspannung, tut uns, glaube ich, ganz gut. Soweit der sportliche Abriss, Julian. Vielen Dank an der Stelle. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal ein bisschen auf dich als Privatperson schauen. Und da haben wir eine Audionachricht bekommen und ich glaube, so viel darf ich vorwegnehmen, die wird dich sehr freuen. Die kommt nämlich von einem auch langjährigen privaten Weggefährten und zwar ist das Benjamin Graf. Den kennst du, glaube ich, schon seit deiner Jugend sehr intensiv. Ihr habt zusammen im Sturm gespielt. Richtig. Genau, habt auch richtig viele Tore gemacht. Ja, er, glaube ich, mal 68 und ich 64 in einer Saison zusammen. Ja. Wahnsinn. Beim FC Issing damals. Richtig. Und der Benjamin hat Folgendes über dich gesagt. Servus Julian, hier ist der Benny. Hoffentlich denkst du nicht, dass ich jetzt irgendeinen Schmarrn rede. Aber ich finde, dass du immer nur der gleiche, lockere Typ bist, weder abgehoben, sonst noch irgendwas. Und wenn du nach Issing kommst, einfach mit dir ganz normal reden kann, ohne irgendwie eine Arroganz oder so. Wir haben ja früher erfolgreich als Sturmduo agiert. Wo würdest du mich denn sehen beim FC Bayern, wenn einmal der Lewandowski oder sonst jemand ausfällt? Wo würde ich ihn sehen? Ja, eher links vorne, würde ich sagen. Ja, ich glaube, da hat er nach wie vor gute Stärken. Ich habe ihn schon lange nicht mehr spielen sehen, weil er nicht mehr so aktiv ist. Aber ja, unsere Jugendzeit war wirklich sehr erfolgreich. Wir waren mit FC Issing dann 780 Seelendorf, also wirklich klein, waren wir im Merkur-Cup-Finale, haben gegen Bayern 60 Unterhaching und so gespielt. Hatten den größten Fanclub, auch den einzigen, weil für alle anderen war es normal, für Bayern so war das Normalität, dass sie da sich bei 400 Mannschaften durchsetzen, für uns natürlich nicht. War das ganze Dorf dabei. Ja, wir hatten echt eine sehr erfolgreiche Jugendzeit und habe mit ihm gern zusammengespielt. Bin auch tatsächlich immer noch öfter mal bei Issing. Mein Pass liegt ja auch noch da, also ich dürfte da auch noch spielen. Aber jetzt, als ich in Hoffenheim noch Trainer war, habe ich das tatsächlich auch noch ein paar Mal gemacht. Ach, wirklich? In der Jugend, als ich Jugendtrainer war, bin ich dann nach dem Spiel oft hingefahren, habe noch gespielt. Seitdem leider nicht mehr, aber ich bin trotzdem immer wieder mal beim Spiel jetzt gerade, wo ich bei Bayern jetzt Trainer bin, aber nicht mehr so weite Wege habe, schaue ich immer wieder mal vorbei und auch das Feedback ist, finde ich, ein sehr schönes, das ist immer einer meiner größten Ansprüche, die ich an mich selber habe, mich einfach nicht zu verändern, auch wenn ich einen Beruf habe, wo du ständig im Fokus bist, wo du natürlich viel Geld verdienst, wo dieses Pendel ins Negative, aber dann teilweise auch in ganz extrem positive Sphären ausschlägt,
einfach immer noch der normale Typ zu sein. Und wenn ich dann jetzt Benny treffe oder jetzt war ich neulich beim Eishockey und habe auch einen Papa mit seinem Sohn getroffen und ja, wenn die dann das Gefühl haben, ich bin immer noch der gleiche, dann ist das für mich deutlich mehr Lob, wie wenn irgendeiner sagt, das war eine gute taktische Ausrichtung oder ein Top-Spiel. Auf was kommt es dir da im Privatbereich an, im Freundeskreis, im Familienkreis? Was sind so da deine Prämissen? Ja, dass die Leute mich nicht nur mögen, weil ich Bundesliga-Trainer bin. Deswegen habe ich auch sehr viele Freunde, die ich schon hatte, als ich noch selber gespielt habe oder wo ich auch noch kein Spieler war auf dem Weg zum Professionellen. Ich habe keinen riesen Freundeskreis, sondern eher einen kleinen, erlesenen, auf die ich mich total verlassen kann. Ich habe natürlich viele Bekannte, wie jeder das so hat. Aber wo ich sage, das sind jetzt Top-Freunde, mit denen würde ich 2 Wochen Urlaub fahren. Das sind vielleicht 8, 9, denen ich voll vertraue, denen ich alles erzählen würde, die mich einfach schon Jahre kennen. Und da ist mir ganz wichtig, dass wir, wenn wir uns sehen, auch nicht nur über Fußball reden und nicht nur gefragt wird, was ist alles los bei Bayern oder was ist da los, was ist da deine Meinung. Und natürlich fällt das immer mal, aber ich mag es auch ganz gern, wenn wir essen gehen und ich dann eben nicht im Fokus bin, sondern wir über andere Dinge, über deren Berufe sprechen oder über deren Familien und über deren Leben. Weil über meines kann man relativ viel rausfinden, über das Leben der anderen eher einen Tick weniger. Und von dem her finde ich das ganz angenehm, dass ich einfach im Privaten, auch meine Familie, das ist einfach ein komplett getrennter Bereich. Und das ist, finde ich, ganz angenehm. Ist es auch so ein bisschen deine Energiequelle? Weil viele ja immer davon sprechen, dass du wahnsinnig viel Energie hast. Ja, natürlich ist einer der Faktoren, die mir Energie geben. Ich glaube auch der Sport allgemein, wenn ich mich bewege, wenn ich in der Natur bin, in den Bergen bin, wenn ich jetzt einen Tag Skifahren gehe, dann bin ich, geheilt für die nächsten 4, 5 Wochen. Das gibt mir schon viel Power. Aber ich bin auch im Privaten, würde ich auch behaupten, eher Energielieferant. Ich habe tatsächlich sehr viel und gebe auch gerne was ab und versuche auch im Privaten die Leute mitzuziehen mit positiver Energie. Ich bin eigentlich immer gut gelaunt, brauche sehr wenig Schlaf, sprich ich habe viel Zeit zur Verfügung, die ich abgeben kann an die Leute, die sie brauchen. Und von dem her, ja, natürlich ziehe ich mir da Energie und viel Freude, viel Lebensfreude, aber gebe auch gerne im Privaten was ab. Es ist nicht so, dass ich total lazy immer nach Hause komme und dann die Akkus aufladen muss und dann mit vollgeladenen Akkus wieder die Garage verlasse, sondern ich komme schon auch mit vollen und gehe dann auch wieder mit vollen. Was sind so die kleinen Freuden in deinem Leben, wo du sagst, hey, die Situation gibt mir extrem viel oder vielleicht auch die und die Speise, das und das Getränk gibt mir extrem viel. Was ist das bei dir? Maracuja-Saft-Scholle mag ich sehr gerne, das gibt mir viel Freude. Aber tatsächlich, was mir viel Freude hier bereitet hat, vielleicht um bei Bayern kurz zu bleiben, ist, dass die Mitarbeiter, die außerhalb des Fußballs, außerhalb des Sports hier extrem begeisterungsfähig geblieben sind durch eine nahbare Art. Ja, und da habe ich so viel in der Anfangszeit, so viel positives Feedback bekommen, dass ich auch mal in die andere Abteilung schaue und Gespräche führe oder auch mit anderen Leuten hier im Verein Blödsinn erzähle, wo die dann sagen, das ist der Cheftrainer, okay, was macht denn der für einen Spruch? Diese Begeisterungsfähigkeit, obwohl man Mitarbeiter bei Bayern ist, der dann natürlich auch Teil des Riesenerfolgs war der letzten Jahre, trotzdem diese, ich sag mal, kindliche Begeisterungsfähigkeit für eigentlich die alltäglichen Dinge zu behalten, das hat mich sehr gefreut. Und das sind so kleine Dinge, die mir sehr viel geben, manchmal mehr, wie gesagt, wie vielleicht ein sehr gutes Spiel. Das kann ich als Mitarbeiter vom FC Bayern München nur bestätigen. Also da legst du sehr viel Wert drauf, auf diese Interaktion. Ich kann mich auch an Kolleginnen und Kollegen erinnern, die mal spontan am Paddle-Tennis-Court standen und dann kam Julian Nagelsmann und hat sich ins Spiel eingeschalten. Richtig. Und dann auch entsprechend performt. Also das macht sicher sehr speziell. Eine andere kleine Freude, die man dir machen kann, die hat uns auch noch eine Person übermittelt, die dir sehr nahe steht im tagtäglichen Arbeitsleben. Kathleen Krüger, die hat nämlich auch noch eine Idee, wie man dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann. Hören wir uns an. Ja, hallo zusammen. Dem Julian kann man zum Beispiel eine Freude mit Haribo Bronchiol machen. Egal ob Minze oder Zitrone. Wir haben sie auch bei uns im Bus immer parat. Also das wäre auf alle Fälle eine Kleinigkeit, worüber er sich freuen würde. Hat sie recht. Die Nervennahrung. Ja, ist gut, weil du kriegst einen frischen Atem und es schmeckt noch gut, kannst kauen, das ist auch gut für die Kiefermuskulatur, es entspannt dich ein bisschen. Es ist nicht nur zum Lutschen, sondern du kannst sie auch kauen und die geben dir nochmal einen frischen Kick. Ist tatsächlich lecker. Aber es muss ein wahnsinnig exklusives Produkt sein, weil wir tatsächlich vor dieser Aufzeichnung noch unterwegs waren und dachten, jetzt für die Atmosphäre bringen wir mal eine Packung hier an den Start. Ist uns nicht gelungen. Wir waren in 3, 4 Supermärkten. Muss man ganz oft bestellen tatsächlich. Gibt es selten im Supermarkt. Ich weiß auch nicht, die haben, vielleicht kauft die nur ich weiß es nicht. Und wenn dann alle. Genau.
Julian, ich würde gerne noch eine kleine Runde Wenn-Dann machen. Ich eröffne einen Satz und den kannst du dann gerne mit deinen Gedanken beenden. Wenn ich am Ende der Saison einen oder vielleicht auch mehrere Titel mit dem FC Bayern geholt habe, dann hätte ich die Erwartungen erfüllt. Das ist schon, natürlich an mich selber habe ich diese Erwartungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nochmal wichtiger vielleicht für das persönliche Lebensglück, wie Erwartungen, die andere an dich stellen. Natürlich spürst du auch, wenn du eine erfolgreiche Unternehmung und einen erfolgreichen Verein übernimmst, eine gewisse Verantwortung, die andere übertragen und einen Anspruch, den sie haben. Und die Erwartung zu erfüllen, ist schon ein wichtiger Baustein. Wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen müsste, dann? Ja, es war, glaube ich, wäre ein Mountainbike am Oberarm, so ein Mountainbike mit vielleicht einer Herzfrequenzrate und ein Berg. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Da sind viele Dinge dabei, die wichtig sind, das Herz, sowohl symbolisch wie auch fürs tägliche Leben, um zu überleben, aber auch symbolisch. Die Berge, in denen ich sehr gerne bewege und das Ganze mit dem Fahrrad. Das wäre, wenn ich es machen würde, glaube ich, ein ganz gutes Tattoo für mich. Wenn man sich diesen Podcast angehört hat, hat man von Julian Nagelsmann Folgendes Neues erfahren. Puh, dass er sehr eingebildet ist und denkt, er gewinnt jedes Spiel gegen seinen Co-Trainer. Ich weiß das nicht, werden wir nachhalten. Was alles Neues, weiß ich nicht. Aber natürlich, jetzt habe ich mich selber sehr unter Druck gesetzt durch meine forschen Ansagen Richtung Pedal. Das verspreche ich euch an der Stelle, da bleiben wir dran. Wenn mich etwas sprachlos macht, dann? Da ist viel passiert. Sprachlos bin ich sehr, sehr selten tatsächlich. Kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal sprachlos war. Also im Negativen schon tatsächlich, das passiert manchmal schon. Der Moment der positiven Sprachlosigkeit ist, glaube ich, deutlich schöner. Aber der passiert seltener. Da gibt es eher dann nochmal irgendeinen Spruch oder Anfeuerung oder Lobesschrei, wenn irgendwas Gewöhnliches dabei war, was einen sprachlos machen kann. Im Negativen gibt es leider immer wieder mal aktuell der Krieg in der Ukraine. Der lässt einen leider sprachlos zurück, wo einem tatsächlich selbst mir, der viel erzählt, nichts dazu einfällt, was man, oder wie man das Ganze irgendwie sich selbst erklären kann, warum so etwas passiert. Absolut, macht uns, glaube ich, alle absolut fassungslos. Wenn ich richtig sauer bin, dann? Ja, gibt's einen extremen Pulsanstieg, das ist tatsächlich so. Das merke ich dann auch im Halsbereich, dass die Hauptschlagader etwas mehr pulsiert als im normalen Zustand. Und dann wird es auch meistens sehr, sehr laut. Also ich sabbel dann auch viel, so Selbstgespräche, wo ich dann sehr laut bin und rede, obwohl manchmal gar keiner dabei ist. Es wird dann schon manchmal laut, das sieht man auch beim Spiel, manchmal zu laut oder zu emotional. Es ist immer ganz interessant, wenn man das so ein bisschen beobachtet, auch die Trainingseinheiten hier an der Säbener Straße. Du kommst raus auf den Platz mit deinem Trainerteam, bist natürlich immer schon sehr früh draußen. Dann schlagt ihr euch ein paar Bälle hin und her. Du bist super locker, habe ich so das Gefühl. Es ist alles super entspannt. Und dann merkt man so langsam, wie die Pulskurve ansteigt. Irgendwann der Peak ist erreicht dann beim Abschlussspiel, glaube ich, da wo du dann in intensiver moderierender Funktion an der Seitenlinie stehst. Und dann flacht's hinten raus wieder so ein bisschen ab. Dann bleibst du auch gerne noch mal ein bisschen länger, machst ein Lattenschießen. Ihr spielt oft gerne 16ern, glaube ich. Ja. Schon interessant, wie da deine Anspannungskurve auch bei so einer Trainingseinheit ist. Ja, ich finde, es ist wichtig auch wenn man rausgeht auf den Platz und man kickt immer noch ein bisschen selber. Das ist ja auch untypisch für einen Cheftrainer, das machen nicht viele. Das machst du sehr häufig. Ja, aber ich finde einfach, dass wenn man diesen Sport liebt, dann darf man das auch machen. Und man versucht ja irgendwas zu vermitteln, was einem auch was bedeutet. Ja, ich mag ja Fußball und liebe Fußball und habe es auch sehr gern selber gespielt. Und wenn du willst, dass die Spieler irgendwie brennen für den Sport und für Fußball, dann ist es, glaube ich, gar nicht so verrückt, dass man selber auch dafür brennt und es immer wieder kickt. Und dann ist aber auch wichtig, dass die Spieler merken, dass es halt irgendwann im Training einfach diesen Punkt gibt, wo es dann in die konzentrierte Arbeit geht. Aber um diesen Punkt zu erreichen, ist einfach eine gewisse Lockerheit vorher auch gar nicht so verkehrt. Und jeder, auch Olympionike, der in sehr großen Abständen nur Topleistung bringen darf, weil er so nicht so viele große Turniere hat, der hat auch dann den größten Erfolg, wenn er in den Momenten vor einem Rennen oder vor einem Spiel oder was auch immer für eine Sportart eine gewisse Lockerheit noch hat, aber dann eben genau in diesem Moment auch liefern kann und sagen, jetzt kommt es drauf an. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Spieler das lernen, mit mir auch mal einen Witz machen zu dürfen und Spaß machen zu dürfen vor und nach dem Training. Aber im Umkehrschluss auch genau merken, jetzt geht es konzentriert los und jetzt wollen wir auch wirklich konzentriert arbeiten. Und da musst du nicht besonders autoritär sein, sondern einfach das vorleben, was du auch willst. Ja, die Lockerheit, wenn es Lockerheit okay ist und die Ernsthaftigkeit, wenn Ernsthaftigkeit angebracht ist. Ich lege nochmal eine Frage nach.
Wenn ich den FC Bayern Podcast führen dürfte, dann würde ich ihn führen mit. Gute Frage. Das muss ja einer aus dem FC Bayern Umfeld sein. Ja, ich glaube, Max Pelker ist sicherlich kein schlechter Gesprächspartner. Sportpsychologie ist ja ein Feld, was immer modischer wird, sage ich mal, was populärer wird, wo sich auch viele Menschen damit befassen. Früher war die Psychologie im Allgemeinen ja immer ein bisschen in Verruf, dass nur Kranke das besuchen. Gerade in der Sportpsychologie geht es darum, Performance rauszukitzeln und nicht einen kranken Menschen gesund zu machen. Auch mal, natürlich, aber hauptsächlich geht es darum, die Performance zu verbessern. Und es ist im Prinzip auch, wie jeder fußballspezifische Trainer, ist ein Sportpsychologe auch dafür da, einen Status Quo festzustellen und am Ende diesen Status Quo zu verbessern, dass die Performance besser wird. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Spieler, der mit gewissen Situationen nicht gut klarkommt, der, ich will jetzt nicht sagen, ein Krankheitsbild hat, aber der einen gewissen psychische Faktoren hat, die hemmend sind, wo man dran arbeiten kann. Aber in allererster Linie geht es mal darum, die Performance zu verbessern. Und ich glaube, dass viele das sicherlich auch interessiert, wie ein Sportpsychologe tagtäglich auch arbeitet. Wäre ein Beispiel. Absolut. Sonst würde ich einen Peter empfehlen, der macht das beste Rührei der Welt. Der kann mal erklären, wie das funktioniert, dass es so lecker ist. Das machen wir dann in Kombination mit deinem Hackbraten vielleicht. Ich bin Vegetarier geworden, aber ich koche ihn trotzdem gerne für euch, kein Problem. Sehr gut. Wenn ich einen Tag Profispieler unter dem Trainer Julian Nagelsmann wäre, dann? Das habe ich mir schon oft gedacht. Jetzt sind wir gespannt, was du dazu sagst. Ja, ich glaube, ich würde schon sagen, dass das Training interessant ist und dass es Spaß macht, aber dass es anstrengend ist und dass er mir schon, glaube ich, teilweise auch auf die Nerven gehen würde. Ich glaube, ich persönlich hätte mich als Trainer, glaube ich, gar nicht so gut ausgehalten, wie es viele Spieler hinkriegen. Also ein großes Kompliment. Für die Spieler? Oder für die Spieler, absolut. Wenn ich den FC Bayern in 3 Worten erklären müsste, dann? Groß, traditionsreich und über sehr viele Jahre unglaublich erfolgreich. Und ist es dein Herzensverein? Ja, absolut. Ich habe schon oft betont, das, was es dazu macht, ist einfach, wenn du als Kind schon Fan bist, ist ja klar, das ist dann sehr bedeutend, aber einfach auch die Option zu haben, in deiner nahezu Heimatstadt, ich bin nicht hier groß geworden, aber dann später habe ich hier gelebt, mehrere Jahre und unweit von hier groß geworden. Und diese Passung, einen Verein dieser Kategorie in deiner Heimatregion zu trainieren, die gibt es ja ganz, ganz selten. Ja, es passiert sehr selten, dass du die Option dazu hast und diese Passung macht es schon zu einer extremen Herzensangelegenheit für mich. Deswegen wäre es auch gut, wenn wir viel gewinnen, dass es noch ein bisschen länger geht. Ja, davon gehen wir mal schwer aus, dass es noch ein paar Jahre geht. Wenn ich Julian Nagelsmann, und das ist dann die abschließende, in 3 Worten charakterisieren müsste, dann? Ungeduldig, ehrgeizig, und lebensbejahend, das habe ich schon oft betont. Ich glaube, dass wie ich schon gesagt habe, immer gut gelaunt bin tatsächlich und es muss schon sehr, sehr viel passieren, dass ich schlechte Laune habe und es ist nicht gespielt, sondern es ist einfach so, ich hab das eigentlich nie. Kopfschmerz, wenn ich habe, das mache ich nicht ganz so gerne, da bin ich manchmal ein bisschen schlechter drauf, aber grundsätzlich bin ich immer gut gelaunt und es gibt einfach sehr viele Dinge auf der Welt, die nicht so ganz so schön sind und versuche mit meiner Energie und mit meiner Lebensfreude auch Menschen mitzuziehen und zu zeigen, dass es auf diesem Planeten grundsätzlich schon sehr schön ist, wenn wir alle ein bisschen was dafür tun und es ist manchmal gar nicht so viel, wie man meint. Wenn jeder so ein bisschen in seinem eigenen Bereich dafür sorgt, dann glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin und das versuche ich so ein bisschen vorzuleben und auch die ein bisschen weniger Energie haben, das gibt es auch, so mitzuziehen, dass sie trotzdem auch die nötige Lebensfreude verspüren und gerne auf dem Planeten sind. Du hast da auch ein sehr passendes Motto mit deinem Sohn, habe ich gelesen. Genau. Das Leben ist zum Lachen da. Richtig, ja. Das sage ich immer wieder mal, wenn er mal traurig ist oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie er sich es vorstellt oder natürlich auch so Themen wie jetzt in der Ukraine, das beschäftigt ihn auch, ist ja klar. Und dann ist dann nach so einem ernsten Gespräch das immer der Satz, wenn er so nachdenklich dann, oft wenn ich ihn ins Bett bringe, dann mal nachdenklich vor mir liegt, dann sage ich, denk dran, das Leben ist zum Lachen da. Und dann ist immer ein sehr, sehr herzlicher Moment. Das ist sehr emotional. Das ist doch ein wunderschöner Abschluss. Julian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Eine allerletzte abschließende Frage habe ich noch. Wir hatten in unserem ersten Termin hier beim FC Bayern mit dir ein besonderes Geschenk auch für dich. Das ging natürlich auch schon durch die Medien. Das ist die bekannte und viel zitierte FC Bayern Bettwäsche. Jetzt kannst du es dir wahrscheinlich denken. Kam die schon zum Einsatz? Hast du da schon drin geschlafen? Ja, ich habe die tatsächlich, mein Patenkind ist ein richtiger FC Bayern Ultra. Und ich habe ich habe ja immer eine Bayern-Bettwäsche gehabt und ein Bayern-Kissen und wollte bewusst nicht mehr in der neuen schlafen, sondern die Erinnerung meiner Kindheit behalten an meine kuschelige alte Bayern-Bettwäsche, die dann schon Löcher irgendwann hatte und habe das meinem Patenkind geschenkt. Der hatte Tränen in den Augen und sprich, da haben wir
habe da 2 Leuten eine Freude gemacht, erst mir und dann meinem Patenkind. Und da weiß ich von ihm und auch von seinen Eltern, mit denen ich sehr, sehr gut befreundet bin seit mehreren Jahren, dass die schon häufig zum Einsatz kommen und auch schon Richtung Löcher geht wahrscheinlich. Also die Tradition wurde fortgeführt, kann man so lassen. Richtig. Julian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Gerne. Wir haben sehr viel erfahren über dich, freuen uns natürlich auf viele weitere Termine und Gespräche, viele, viele weitere Jahre mit dir als Cheftrainer hier beim FC Bayern München und hoffentlich noch einige Titel, die wir zusammen feiern können. Das wäre schön. Dankeschön. Danke, Julian. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch gefallen. Schaltet gerne auch das nächste Mal wieder mit ein bei unserem FC Bayern Podcast. Seid mit dabei. Abonniert uns auf allen Kanälen, da verpasst ihr keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Ciao, ciao.